Sir, die Beladung ist fast abgeschlossen. Die Frachter kehren ein letztes Mal nach Dorvalla zurück. Sie sollen sich beeilen. Wir haben einen strikten Zeitplan. Zeit ist Geld. Ganz zu schweigen von der Nebelfront. Die Scanner zeigen keine Spuren von fremden Schiffen. Ich denke, wir sind sicher, Sir. Hoffen wir es. HF 221138, Landeerlaubnis erteilt. Was ist denn da unten los? Was zum... Na toll, jetzt wissen Sie, dass wir da sind. Etwas zu früh, aber das sollte kein Problem darstellen. Ich konnte es nicht verhindern. Alles gut. Los jetzt. Ihr bleibt hier und haltet das Shuttle klar. Und knallt noch ein paar mehr von den Föderationshunzen ab. Los geht's! Sir, im Hangar wurde Alarm ausgelöst. Was? Wie ist dies möglich? Sir, mehrere Schiffe treten aus dem Hyperraum. Die Nebelfront. Ich wusste es. Startet alle Jäger. Jungs, macht euch bereit, diese Föderationsabschaum vom Himmel zu blasen. Kann losgehen. Nehmt als erstes das Kommunikationszentrum unter Beschuss. Danach haben wir sie ganz für uns alleine. Roger, Leader. Ionenwaffen. Ernsthaft, so macht das ja überhaupt keinen Spaß.
Verdammt nochmal! Schaltet doch endlich diesen Alarm aus! Mir hängt einer am Nacken. Keine Sorge, ich habe ihn. Danke, Max. Dafür gebe ich dir einen aus. Oh, das wird nicht billig für dich. Sie fliegen auf die Fledermausfalke zu. Ich hänge mich an sie dran. Ich konnte euch doch nicht alle überlassen. Wir gehen weiter zur Brücke. Ihr bringt die Sprengsätze an und geht dann wieder zum Hangar. Waren das echt schon alle? Scheint so. Fliegen wir zur Fledermausfalke zurück. Wer ist hier der Commander? Dies ist eine Unverschämtheit! Wie können Sie es wagen, diese Waffen auf mich zu richten? Halt die Klappe vor das Gesicht und zeig uns, wo das Aurodium ist. Das können Sie vergessen, Sie widerwärtiger Grünkopf! Wenn ihr eure stinkende Körper lebendig von diesem Schiff bekommen wollt, würde ich lieber kooperieren. Boss, wir haben das Aurodium. Sehr gut. Verschwindet nun von Bord und springt das Schiff in die Luft. Wir treffen uns auf der Fledermaushalke. Detonatoren gezündet. Dies sind schlimme Zeiten. Die Angriffe der Nebelfront auf unsere Schiffe geraten aus den Fugen. Die Republik muss etwas gegen diese Terroristen unternehmen.
Und was soll die Republik eurer Meinung nach tun? Die Republik verfügte weder über Truppen noch über bewaffnete Schiffe, um euch zu beschützen. Der Handelsföderation wurden bereits Bewaffnungen an Schiffen sowie bewaffnete Droiden gewilligt. Diese Waffen sind ein Witz, ehrenwerter Senator Tar. Wir haben nicht einmal die Chance gegen herkömmliche Piratenangriffe und gegen die Nebelfront schon überhaupt nicht. Wenn es Systemen erlaubt ist, Verteidigungsflotten zu besitzen, dann sollte es auch der Handelsföderation und anderen erlaubt sein. Ruhe im Saal. Ruhe! Senator, ich verstehe euer Problem. Jedoch ist es durch die Rusan-Reformation verboten, private Schiffe und die Schiffe der Handelsföderation zählen zu diesen, in irgendeiner Art zu bewaffnen. Wie ihr wisst, konnte Senator Gunray durch die Mithilfe der Föderation in Starkhyperraumkonflikt damals eine Sonderregelung verhandeln. Die Rusan-Reformation wurde vor knapp 1000 Jahren beschlossen. Sie ist nicht mehr zeitgemäß und ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Wir bestehen darauf, unsere Schiffe verhältnismäßig zu bewaffnen. Ruhe! Ruhe! Ruhe im Saal! Was soll ich nur machen, Palpatine? Wenn ich es der Handelsföderation erlaube, ihre Schiffe noch mehr zu bewaffnen, werden weitere Parteien ebenfalls darauf bestehen und das würde sehr schnell in einen bewaffneten Konflikt eskalieren. Bewaffnete Konflikte gibt es immer wieder. Zuletzt durch die Yin'Kori, wie ihr wisst. Aber nicht in diesem Ausmaß. Nicht einmal die Jedi könnten so einen Konflikt schlichten. Die Jedi sind keine Soldaten der Republik. Eure enge Freundschaft zu ihnen lässt euch dies wohl vergessen. Meine Freundschaft mit Meister Yoda und Meisterin Gallia haben in dieser Sache überhaupt nichts zu tun, werter Senator. Aber auch ich habe große Bedenken, was passieren würde, wenn ich den Gesetzesentwurf vorstelle, an welchem ich momentan arbeite. Wobei handelt es sich um diesen Entwurf, wenn ich nachfragen darf? Natürlich dürfte das, Palpatine. Ihr seid in den letzten Jahren ein wahrer Freund geworden. Euch kann ich dies anvertrauen. Es handelt sich um einen Entwurf, die Besteuerung der Handelsrouten zu erneuern. Momentan können die Handelsfirmen so gut wie kostenlos ihre Waren exportieren und beuten so Planeten aus. Dies muss geändert werden. Naboo würde dieser Forderung ohne Frage zustimmen. Am Export unseres Plasmas verdienen wir kaum etwas. König Verona wäre ohne Zweifel einverstanden damit. Die Handelsföderation wäre dies aber sicher nicht. Ich hätte eine Idee. Der Senat erlaubt es Handelsgesellschaften, ihre Schiffe zu bewaffnen, um Transporte zu schützen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Handelsföderation und sonstige Parteien bereit sind, über den Entwurf zu verhandeln und diesen nicht abzulehnen. Das könnte in der Tat funktionieren. Ihr seid ein Genie, Palpatine. Ihr hättet die Qualifikation zum Kanzler. Ihr schmeichelt mir. Aber noch seid ihr der Kanzler, Euer Exzellenz. Meister, ich glaube, das solltet ihr euch ansehen. Meister, ich fühle etwas. Kälte. Die Präsenz der dunklen Seite. Wir sind in Gefahr. Mach dich bereit. Notfallcode 911. Hier spricht Jedi Padawan Dasha Astan.
Ich brauche Hilfe. Wiederhole. Notfallcode 911. Gib es auf, Mädchen. Hier draußen ist niemand, der deine Nachricht empfängt. Ist das so? Hier spricht Jedi Padawan Obi-Wan Kenobi. Wir haben eure Nachricht empfangen. Wiederhole, hier spricht Jedi Padawan Obi-Wan Kenobi.